Chevrolet präsentiert mit dem Equinox EV ein vollelektrisches Kompakt-SUV, das ab Herbst 2023 auf den Markt kommen soll. Alles, was man über den Chevrolet Equinox EV aktuell wissen kann, seht ihr jetzt hier auf Project Drive. Gebaut wird der Equinox EV im mexikanischen Ramos Arizpe. Auf den Markt kommt er aber erst in einem Jahr. Im Herbst 2023 soll zunächst nur die mittlere Version 2 RS verfügbar sein, und zwar in limitierter Auflage. Die günstigeren Versionen 1LT und 2LT sowie die höherpreisigen Varianten 3LT und 3RS folgen erst im Frühjahr 2024. Mit einer niedrigen, flachen Dachlinie, die eher wie ein Kombi als wie ein Crossover-SUV aussieht, ist der Equinox EV 7 cm schmaler als der Blazer EV, 5 cm kürzer in der Länge und etwa 3 cm kürzer in der Höhe. Er wird von LED-Lichtstreifen flankiert, die sich vorne und hinten über das Bowtie-Emblem erstrecken, und Radgrößen von 19 bis 21 Zoll verleihen ihm ein sportliches, wenn auch nicht homogenes Profil anderer elektrischer Crossover. Chevy färbt das Dach bei LT-Modellen weiß oder bei RS-Modellen schwarz. Der Innenraum verbirgt seinen preisgünstigen Charakter mit einem digitalen 11 Zoll Kombi-Instrument und einem 11 Zoll Touchscreen, der bei den Top-Klassen 3LT und 3RS auf einen 17,7 Zoll Touchscreen aufgerüstet werden kann. Die Benutzeroberfläche ist in einer einzigen Einheit untergebracht, die sich leicht zum Fahrer hin krümmt, und verfügt über einen Lautstärkeregler ganz oben und Klimaregler ganz unten, sodass sich der Fahrer für grundlegende Funktionen nicht auf den Touchscreen verlassen muss. Kreisförmige Lüftungsschlitze flankieren das Armaturenbrett in Anlehnung an den Blazer EV. Der Equinox EV bietet Platz für 5 Passagiere, so wie der Blazer EV, aber seine kleineren Proportionen sollten zu weniger Platz für die hinteren Insassen führen. Übrigens, Leute, ab jetzt könnt ihr Kanalmitglied werden, und mit dieser Mitgliedschaft habt ihr einige Vorteile. So gibt es Logos für treue Fans, spezielle Emojis, aber auch, was noch wichtiger ist, Vorabzugriff auf neue Videos. Außerdem gibt es eine eigene Playlist mit meiner Musik, die ständig mit mehr Tracks vergrößert wird. Damit unterstützt ihr zudem auch meinen Kanal, also fackelt nicht lange und werdet Kanalmitglied. Weiter geht's. Chevrolet verrät auch erste Daten zur neuen Elektroversion des Equinox. So gibt es nun Angaben zu den Antrieben, den Reichweiten und den Lademöglichkeiten. Zu den Maßen äußert sich Chevrolet noch nicht so genau, doch dürfte das SUV etwa 4,65 Meter lang sein. So groß ist nämlich die Verbrennervariante. Damit tritt der Wagen im Segment des VW ID.4, Skoda Enyaq und Hyundai Ioniq an. Der Wagen bietet Platz für 5 Personen, mit umgeklappter Rücksitzbank kann man bis zu 1614 Liter Gepäck einladen. Der Chevrolet Equinox EV wird wahlweise mit Front- oder Allradantrieb angeboten, die rund 157 kW bzw. 216 kW leisten sollen. Die Reichweiten werden je nach Version mit 250 bis 300 Meilen angegeben bzw. 400 bis 480 Kilometer. Der serienmäßige Frontantrieb umfasst eine geschätzte Leistung von 210 PS und ein Drehmoment von 328 Newtonmeter. Beim Allradantrieb sind es 290 PS und 469 Newtonmeter Drehmoment. Der Equinox EV verfügt zudem über One-Pedal-Driving, sodass nur mit einem Gaspedal beschleunigt und abgebremst werden kann. Standardmäßig kann das Fahrzeug mit einer Ladeleistung von 11,2 kW AC geladen werden, das nach Schätzungen von GM eine zusätzliche Reichweite von bis zu 34 Meilen, das sind rund fast 55 Kilometer pro Ladestunde, ermöglicht. Bei der 3RS Allradversion beträgt die Ladeleistung 19,2 Kilowatt AC, GM schätzt hier eine zusätzliche Reichweite von bis zu 51 Meilen, das sind fast 84 Kilometer pro Ladestunde. Über Gleichstrom sind Ladeleistungen von bis zu 150 kW möglich. Die Preise für den Equinox EV beginnen bei rund $30.000. Damit ist der Wagen teurer als die bisherigen Elektro-Chevrolets Bolt EV ab $25.600 und Bolt EUV ab $27.200, aber deutlich günstiger als der große Bruder Blazer EV, für den mindestens $45.295 verlangt werden. Wie gefällt euch der Chevrolet Equinox EV? Wäre der eine Alternative zu VW ID.4 und Konsorten? Schreibt mir das gerne in die Kommentare.
Wenn euch meine Videos gefallen, lasst mir ein Abo und einen Daumen nach oben da. Vergesst auch nicht auf meinem Instagram-Kanal vorbeizuschauen. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!